Der Polarkreis. Unendliche Weiten. Es ist soweit. Nach fast 4000 Kilometern auf der Straße bin ich fast am Ziel. Nur noch 650 Kilometer sind es bis zum Globus des Nordkaps. Dies sind die Abenteuer eines mutigen GS-Fahrers, der sich fernab der Heimat in für ihn unbekannte Gefilde wagt, in denen bereits Hunderttausende Touristen vor ihm gewesen sind. Und damit herzlich willkommen zum vorletzten Teil meiner Reise ans Nordkap. Diesmal live aus Christianshelm, denn, wie ihr seht, es regnet mal wieder. Ich bin mittlerweile deutlich nördlich von Narvik. Unterwegs liegt hier der Polarpark, aber abgesehen davon, dass ich glaube, dass der geschlossen hat, es pisst. Das Thermometer ist auf 8 Grad gefallen. Ich habe mittlerweile alle Schichten meiner Kombi angelegt. Es ist nicht mehr schön. Ja, ich bin jetzt mal auf der Suche nach einem Unterschlupf. Mal gucken, wo ich heute Abend unterkomme. Wahrscheinlich werde ich irgendwo zelten und dann werde ich richtig nass. Ja, Freunde, ich würde euch jetzt gerne sagen, dass das hier die Aussicht aus meinem Zelt ist. Aber das wäre gelogen. Das hier ist die Aussicht von einer Hütte, auf der ich mich für die Nacht einquartiert habe. Denn seit ich in Narvik vorbei bin, es pisst. Wirklich, es pisst Bindfäden ununterbrochen. Meine Kombi ist durch, komplett. Ich habe eine wunderbare Stelle zum Wildcampen gefunden unterwegs an dem Fluss, den ihr da unten links sehen könnt. Aber vergesst es, die Sachen kriege ich im Zelt nie mehr trocken. Deswegen bleibe ich diese Nacht hier. Das, was da unten so verläuft und wo auch die Autos fahren, das ist die E6. Ich bin also wieder direkt auf der Straße morgen früh, aber dann hoffentlich ein bisschen trockener. So, dann schauen wir doch mal, ob sich das Warten gelohnt hat. Ja, hallo. Ist das blauer Himmel? Ja, das ist wirklich blauer Himmel, das Warten hat sich gelohnt. Auch wenn es wirklich unheimlich ist, Mutterseelen allein auf einem Campingplatz zu sein. Der Campingplatzbetreiber war gestern wirklich knuffig. Er spricht kein Englisch, ich spreche kein Norwegisch, aber er sah mich pudelnass anfahren und empfing mich erstmal mit einem Tee und einem Keks. Danach verständigten wir uns mit Händen und Füßen auf eine Hütte für eine Nacht. Wirklich ein cooler Typ. Ich habe zwar jetzt laut Plan einen halben Tag verloren, aber das macht nichts. Von anderen Motorradreisenden habe ich nämlich gestern Abend erfahren, dass am Nordkap momentan so starker Wind herrscht, dass einigen die Maschine sogar über den Seitenständer umgeweht wurde. Da ich keine Lust habe, das auch zu erleben, ist es also kein Problem, dass ich erst morgen Mittag dort ankomme, wenn sich das Wetter wieder beruhigt haben soll. Also, ab in den Endspurt. Heute fahre ich bis nach Alta, der letzten größeren Stadt vor dem Nordkap. Obwohl es nur noch 650 Kilometer bis zum Nordkap sind, plane ich für diese Strecke 2 volle Tage ein. Ihr werdet unterwegs auch noch merken, warum. Bis dahin geht es aber erstmal immer weiter die E6 entlang. Zwar hat es aufgehört zu regnen, es ist aber immer nur noch knackige 5 Grad warm, meine Kombi ist von den gestrigen Schulden immer noch feucht und so langsam frage ich mich wirklich, warum ich mir sowas antue, während in Deutschland parallel sommerliche Temperaturen herrschen. Die Landschaft ist die meiste Zeit eher eintönig. Man fährt entweder durch Wald oder am Fjord entlang. Einziger besonderer Punkt ist unterwegs nur, dass meine Maschine Geburtstag hat. Schon 20.000 Kilometer ist sie alt, woran mich der Bordcomputer ab sofort immer wieder erinnert, er wünscht sich nämlich dringend die nächste Inspektion. Das Fahren an den Fjorden dauert stellenweise ewig, da man nicht immer eine Brücke über den Fjord oder einen Tunnel unter dem Fjord hat. Stellenweise muss man, so wie hier bei Olderdalen, um jeden einzelnen Fjord außen herumfahren. Das meinte ich vorhin damit, dass man am besten 2 Tage für diese Strecke einplant. Und so geht das gute 4 Stunden lang. Immer wieder Wald, Berge und Fjorde.
Doch plötzlich ändert sich bei Oxfjordham mit der Überquerung eines Passes die Landschaft. Ihr stecht aus der Baumgrenze heraus und es eröffnet sich ein grandioser Überblick über den Fjord und die weitere Umgebung. Ab hier ist es auf einmal so, als wäre ich in einem anderen Land, so radikal hat sich die Landschaft verändert. Alles wirkt wärmer, stellenweise fühle ich mich wieder wie in Südeuropa und nicht wie mitten im Polarkreis. Die letzten knapp 100 Kilometer bis Alta erzeugen so ein ganz besonderes Gefühl beim Fahren. Ehrlich, ich beneide die Menschen, die hier wohnen. Was ist das für eine tolle Landschaft? Bis zu meiner Unterkunft in Alta muss ich jetzt bloß noch immer diesen Fjord entlang, der passenderweise auch den Namen Longfjord trägt. Für die deutsche Geschichte ist das ein besonderer Fjord, denn hier, oder genauer gesagt hier drüben im Kåfjord, einem Seitenarm, lag von 1942 bis 1944 das deutsche Schlachtschiff Tirpitz vor Anker. Die Tirpitz sollte eigentlich die alliierten Nachschubwege nach Russland über das Nordmeer blockieren, aber außer dem Angriff auf einen Stützpunkt auf Spitzbergen blieb sie absolut bedeutungslos für den Kriegsverlauf und wurde 1944 von britischen Bombern so schwer beschädigt, dass sie im Kåfjord kenterte. Am nächsten Morgen starte ich von Alta aus in die letzten 230 Kilometer hoch zum Nordkap. Falls ihr euch wundert, warum ich Nordkap immer mit einem P schreibe, es hier auf dem Schild aber mit Doppel-P steht, hier die kurze Erläuterung. Die Kommune Nordkap und das Nordkap als Ort werden im Norwegischen zwar mit Doppel-P geschrieben, die deutsche Schreibweise hingegen nimmt nur ein P. Das hat mich selber total verwirrt und ich musste es noch während der Fahrt einfach mal nachschlagen. Es geht wieder hoch ins Fjell. Diese schwarzen Wimpel am Wegesrand werden von den Samen aufgestellt und bedeuten, dass es eine hohe Rentieraktivität in der Gegend gibt und man am besten entsprechend aufpassen sollte. Mir laufen auch schon bald welche in wirklich suizidaler Absicht vor den Hobel. Ab jetzt fahre ich eine Straße ins sprichwörtliche Nichts. Dass es regnet und nur 7 Grad warm ist mir jetzt herzlich egal. Ich bin einfach zu sehr von der rauen Schönheit dieser Landschaft fasziniert. Und während wir von der E6 auf die E69 wechseln und die letzten Kilometer ans Nordkap zurücklegen, möchte ich noch kurz 2 Worte an diejenigen richten, die diese Tour noch machen möchten. Ihr werdet unterwegs garantiert auf ältere Herrschaften treffen, die euch weismachen wollen, dass eine Reise ans Nordkap heute ja so einfach ist. Sie selbst sind ja vor 100 Jahren gefühlt noch mit der Postkutsche über Schotterstraßen ans Nordkap gereist und mussten unterwegs noch Trolle im Faustkampf bezwingen. So klingt es zumindest, wenn man ihren Geschichten lauscht. Heute ist das ja absolut kein Abenteuer mehr, wie ihr seht, wurde die Straße ja längst asphaltiert. Tut mir einen Gefallen, hört nicht auf diese Leute.
Es ist nicht die Schuld jüngerer Menschen, dass wir heute eine asphaltierte Straße zum Nordkap haben, ein Tunnel auf die Insel führt und es dort ein Besucherzentrum mit Toiletten gibt. Aber jetzt, wo diese Infrastruktur da ist, müssen wir sie nun mal nutzen. Ich fahre nicht ohne Grund eine GS, glaub mal, ich wäre auch ohne Asphaltstraßen ans Nordkap gefahren. Meine Reise dorthin ist deswegen auch nicht weniger abenteuerlich. Ich habe unterwegs genauso geblutet, geschwitzt, gefroren, war einsam, hungrig, durstig, müde oder ängstlich. Also genau wie die älteren Herren es vor ihren 100 Jahren auch waren. Und genau genommen wurde diese Straße nur gebaut, weil früher so viele der heute Älteren ans Nordkap gefahren sind. Angebot und Nachfrage, BWL erstes Semester. Also sind diejenigen, die sich heute darüber beschweren, gleichzeitig auch diejenigen, für die diese Straße überhaupt erst gebaut wurde. Also, wenn ihr selbst noch auf diese Tour gehen wollt, dann macht einfach und lasst euch unterwegs bitte nichts erzählen. Als am Straßenrand die ersten Nordkap-Rentiere auftauchen, ist es nicht mehr weit. Die Landschaft beinhaltet schon seit wirklich vielen Kilometern keine Bäume mehr. Hier oben habt ihr hochalpines Gelände auf Meereshöhe. Die Straßen wirken so endlos, dass ihr trotz 100 km/h gefühlt absolut nicht vorwärts kommt. Stellenweise könnt ihr die Straße noch viele Kilometer in Richtung Horizont sehen. Trotzdem finde ich die Landschaft hier oben wirklich wunderbar zu fahren. Es ist ein unglaubliches Gefühl der Freiheit. Letzter Halt vor dem Nordkap ist Skarsvåg, angeblich nördlichstes Fischerdorf der Welt und wo die Menschen ganz besondere Nachbarn haben. Und dann ist es endlich soweit. Die Straße endet, das Land endet und der Kontinent endet. Ich habe das Nordkap erreicht. Nach 4440 Kilometern und 73 Stunden Fahrt erfülle ich mir einen Traum. Zwar ist es neblig, unten am Meer stürmisch und nur noch 6 Grad warm, aber ich bin endlich am Ziel. Und das hier ist mein Moment. Und damit endet diese Reise. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr mich auch bei meiner nächsten Reise begleitet. Bis dahin. Moment, ihr glaubt nicht wirklich, dass es das schon war, oder? Hallo, ich bin am Nordkap mit dem Motorrad. Ich will natürlich auch noch ein Bild von meinem Hobel vor dem Globus. Ja, dazu müssen wir morgen ein bisschen was tricksen. Das ist nämlich eigentlich verboten. Deswegen, ich mache erstmal Feierabend. Morgen früh sehen wir uns wieder. Sehr früh. Bereits jetzt sind es bloß noch 4 Grad und neuer Nebel zieht heran. Nur 2 Kilometer vom Nordkap entfernt wird es eine kalte Nacht im Zelt. Am nächsten Morgen bin ich bereits um 4:30 Uhr wieder auf der Straße und fahre zurück ans Nordkap. Es ist so kalt, dass ich bereits frierend aus meinem Schlafsack gekrochen bin und erstmal in meiner Motorradkombi joggen gegangen bin, um irgendwie meinen Kreislauf in Fahrt zu kriegen. Eisige 3 Grad und wieder nur Nebel. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Aufnahmen insgesamt alle so grau wirken. Wo ich gestern noch links auf den großen Parkplatz gefahren bin, fahre ich nun rechts Richtung Besucherzentrum. Nach einer kurzen Strecke über den Schotterweg ist der Globus auch schnell in Sicht.
Warum ich so früh morgens hier bin? Weil man hier eigentlich nicht fahren darf und es das Personal im Besucherzentrum überhaupt nicht gerne sieht, wenn man sich über diese Regeln hinwegsetzt. Es ist aber so früh, dass das Besucherzentrum noch geschlossen hat und alle Wohnmobilcamper auf dem Parkplatz noch tief und fest schlafen. So kann ich mich für ein paar schnelle Bilder an den Globus schleichen. Ja, da freut er sich. Ich bin aber auch sofort wieder weg, es ist hier oben unglaublich kalt und windig. Also genauso ungemütlich, wie es aussieht. Und mit diesen Bildern im Gepäck kann ich nun auch wirklich den Nachhauseweg antreten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie soll ich nach Hause kommen, wenn die Nachbarländer ihre Grenzen geschlossen haben? Den gleichen Weg wieder zurück? Mit dem Postschiff gen Süden? Illegal die Grenze überqueren? Ich habe da so einen Plan. Und den erzähle ich euch im nächsten und letzten Video meiner Reise, meiner langen Odyssee nach Hause. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oder einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.